Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht es darum, dass wir ein paar kleinere Fehler beheben wollen. Wobei man dazu sagen muss, dass einige der Fehler tatsächlich doch von Flasks Seite kommen. Und zwar dieser Servername hier, der ist mit Risiko zu verwenden. Häufig startet die App nicht oder sie startet zwar, aber es wird einfach überall 404 eingesetzt. Das heißt, am besten einfach mal löschen, es sei denn, euer Port ist euch nicht egal, aber ihr könnt hier unten sowieso nochmal alles angeben, so wie wir das bisher immer gemacht hatten. Das heißt, ja, angeben, wo es laufen soll, aber am besten den Servername tatsächlich löschen. Dann habe ich aus Versehen den Fehler hier gemacht, ich habe bei Settings nur 2 Slashes geschrieben, ihr braucht hier definitiv 3. Damit wir das Ganze hier auch verwenden können. Und ihr seht, wenn ich das jetzt starte, was ich mal ganz kurz im Hintergrund gemacht habe, dann haben wir hier auch die db.sqlite tatsächlich angelegt, also diese Datei. Ich lösche die gerade nochmal ganz kurz, weil wir sie nicht brauchen. Ich wollte euch nur zeigen, dass wir dann dadurch eben auch das bekommen. Wir kriegen aber noch mehr Fehler, beziehungsweise nein, wir können es auch laufen lassen ohne Fehler, aber wenn wir es laufen lassen, dann passiert natürlich immer noch nur ein Unglück, denn wir haben hier tatsächlich einfach noch nichts erstellt. Also sprich, wir haben irgendwie ja, wir tun im Endeffekt noch nichts damit, deswegen passiert natürlich auch nichts direkt. Und was wir jetzt deswegen brauchen ist, wir wollen eine Datenbank-Reset-Funktion. Das heißt, wir wollen hier einmal resetten können. Achtung, wenn ihr das macht, bevor ihr hier, ich zeige es euch ganz kurz, bevor ihr hier diese db.init-App macht, beziehungsweise bevor die App dann auch läuft, wenn ihr sie vorher resettet oder irgendwas vorher mit der Datenbank macht, dann wird SQL Alchemy mit euch rummeckern, weil ihr das nicht dürft. Was wir also hier machen wollen, ist, wir sagen erstmal db.dropAll und wir wollen db.createAll. So, und zu diesem Zwecke werden wir das jetzt hier mal verwenden. Dann wechseln wir mal hier unter Products und ja, wir gehen hier mal rein. Und jetzt tun wir was wir eigentlich nicht tun wollten, tun sollten und so weiter. Aber wir initialisieren halt hier erstmal unsere Datenbank. Sprich, ups, es läuft natürlich noch. Das hat niemand gesehen. From REST plus API .database.db. Nein, halt, wir wollen db importieren. Import db as database oder sowas. Was wir jetzt hier in unserem ersten GET-Request machen, nur damit wir diese Datei hier erstmal erstellt haben sozusagen, machen wir Database haben wir es genannt, nicht db, .reset. Dadurch wird schon mal unsere ganze Datenbank hier angelegt und dann fügen wir noch irgendwas hinzu. Database.add Kuchen. So, und jetzt starte ich das Ganze mal und wir navigieren gemeinsam hin. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Browser dazu aufgemacht und das /API findet ihr selbstverständlich nichts, aber unter API Shop Products findet ihr was und zwar eine Message, an unexpected error has occurred. Ups, da habe ich mich wohl verschrieben. Wir wechseln nochmal kurz hier rein. Hast occurred. Du hast occurred. So, und wir sehen jetzt hier, wir kriegen auch Fehler. Was kriegen wir als Fehler? Unmapped Instance Error. Okay. Das liegt ganz einfach, also so sieht auf jeden Fall mal unsere normale Fehlermeldung aus. Aber so sieht es auch aus, wenn wir hier aus Versehen einen String hinzufügen, anstatt einem tatsächlichen Product. Wenn wir allerdings einen Product hinzufügen, dann ändert sich die ganze Sache und es sieht folgendermaßen aus. Wir kriegen einen Kuchen rein. Und ja, dieser Kuchen ist jetzt hier auf unserer Seite. Wir kriegen hier auch die Seite. Das heißt Page 1, insgesamt Pages 1, Items per Page null, Total Items null. Ja, weil es einfach nicht gesetzt wurde von uns und wir deswegen hier auch nichts zurückbekommen. Wunderbar. Okay, jetzt, was brauchen wir hier noch? Wir können jetzt nicht jedes Mal die Datenbank resetten, wir können das aber auch einfach hier rauslassen und dann theoretisch einfach speichern. Und ja, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier noch ein paar Kuchen hinzufügen. So, jetzt haben wir 4 Kuchen. Können wir das hier auch rausmachen, dann haben wir wenigstens ein paar Beispiele und ich kann euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt haben wir natürlich hier auch eine Datenbank. Datenbanken, ihr wisst, sind persistent, sprich, die bleiben uns erhalten. Das heißt, wir können jetzt hier einfach wieder auf Go drücken, hier einmal aktualisieren. Wir haben immer noch die 4 Kuchen, die wir haben wollten. Wunderbar. Und wir können jetzt hier auch mit den einzelnen Parametern arbeiten, die wir hier eben angegeben haben. Sprich, wir können sagen, Fragezeichen Page ist gleich 1. Und Items
per Page ist gleich, ich glaube, wir hatten 10 als Default, dann werden wir jetzt hier mal 20. So, funktioniert immer noch genau gleich, weil wir halt hier nur 4 Items haben. Wunderbar. So, das letzte, was wir jetzt noch testen wollen sozusagen oder uns angucken wollen, ist die Funktion zum Posten hier. Das wird natürlich normalerweise immer programmatisch gemacht. Man kann schon, aber es ist sehr umständlich, das Ganze von Hand zu machen. Deswegen werden wir jetzt hier einfach mal Curl benutzen. Curl ist ein Linux-Tool, mit dem man wunderbar Post-Requests schicken kann. Und ja, das kann ich auch wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Das heißt, wir machen hier curl-d und wir wollen JSON schicken. Das heißt, wir setzen das Ganze hier in Anführungsstriche und packen diese komischen geschweiften Klammern, die JSON immer braucht, da rein. Und was wir brauchen für ein Product, finden wir unter API Definition. Das heißt, wir haben hier den Namen, die ID wird ja automatisch gesetzt, die ist auch nicht required, nur der Name ist required. Das heißt, wir gehen hierher und sagen Name, Doppelpunkt, so, wie nennen wir das Ganze? Torte. Und ja, ich habe das tatsächlich gerade eben schon mal ausgeführt, damit ich mich auch nicht vertippe hier logischerweise. Das heißt, wir werden gleich 2 Torten haben, weil man sich echt leicht vertippen kann. Dann normalerweise, wie gesagt, wird das Ganze über euren Code, keine Ahnung, in Python oder in JavaScript dann wahrscheinlich eher gemacht. Wir sagen hier Content Type ist gleich Application/JSON und dann machen wir -x Post. Damit können wir angeben, dass wir es posten wollen, und zwar an http://localhost:5000/API. Das ist der Endpunkt von unserem Blueprint /shop/products. So, und wenn wir das ausführen, sehen wir hier, wir kriegen null zurück, was ja auch in Ordnung ist. Wir haben hier einen 200er Request. Und wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, dann sehen wir hier, wir haben 2 Torten drin, weil ich eben eine Torte gerade vorhin als Testlauf nochmal reingefügt habe, damit ich mich hier auch bei meinem Curl-Request nicht vertippe und ich mich ein bisschen entlanghangeln kann und nebenher noch mit euch schnacken kann. Wunderbar, das heißt, ja, es funktioniert soweit alles. Wir wollen jetzt als letztes hier unten noch ein bisschen mehr machen, dann wollen wir mit Swagger arbeiten und ja, das war es dann auch tatsächlich, glaube ich, relativ bald schon wieder von diesem Projekt. Ich denke, ihr habt auf jeden Fall einen sehr guten Durchlauf hier, indem ihr einfach dieser Struktur von dem Programmcode folgt. Die stammt auch nicht von mir, die stammt tatsächlich von der offiziellen Flask-Empfehlung, weil man das, oder ich weiß gar nicht, ob es von Flask war oder von der OpenAPI-Empfehlung, irgendwo habe ich diese Struktur schon mal gesehen, vielleicht sogar aus meiner Vorlesung. Gut möglich. Auf jeden Fall ist das so die Standardstruktur, wie man hier vorgeht. Und ja, ich glaube, die ist auch durchaus sinnvoll. Gut, das heißt, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao.